Hallo Blaster-Fans, ich bin's wieder, euer Dom von Blaster Parts. Und das hier, das ist die Dartstore. Die ist erneut auf meinem Tisch. Ihr liebt den Blaster, wir lieben den Blaster. Aber heute geht es um Tuning und Modding. Das heißt, wir gucken mal rein, wie es aufgebaut ist. Wir schauen uns das Modding-Potenzial an. Es ist immer noch die einzige, die mir zur Verfügung steht. Also hoffe ich, dass die danach noch funktioniert. Let's go! Als erstes müssen die Magazine raus. Ist schon viel handlicher so. Danach noch die Originalbatterien. Die kommen jetzt erstmal zur Seite. Damit es nicht verloren geht, wieder zusammen. Als nächstes ist der Kettensägengriff dran. Da haben wir hier die Schrauben, die lösen wir jetzt. Der Vorteil an X-Shot ist, dass sie meistens die gleichen Schrauben verwenden und wir haben hier nicht 10 verschiedene Typen wie bei Hasbro. Ordnung ist das halbe Leben. Wir hätten die hier gar nicht rausschrauben müssen. Wir haben hier den Griff, der löst sich, damit man die ganze Klappe hier abmachen kann. Und wir haben hier die Elektronik zusammen zu den Akkus. Wir haben jetzt hier die Aufnahme für das Dreibein abgenommen. Da sind 2 versteckte Schrauben. Dann haben wir hier den Griff abgemacht. Wahrscheinlich hätten wir diese ganzen Schrauben hier nicht aufschrauben müssen. Und jetzt machen wir diese Bodenplatte hier ab. Magnetische Spitze kann man wieder ein bisschen magnetisieren. So, das hier könnte ein Problem werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da rankommen mit dem Schraubendreher. Zwischen 20 und 30 Schrauben muss man lösen, um das Gehäuse aufzumachen. Das ist schon ganz schön viel Schrauberei für so einen Blaster. Bleiben nur noch die beiden Problemschrauben, die so tief drin sind, dass es da gar nicht mit meinem Schraubendreher überhaupt rankomme. Bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Werkzeug zu modifizieren. Ich versuche jetzt einfach hier stückweise ein bisschen was wegzunehmen, um dann doch noch hier an die Schraube ranzukommen. Mal gucken, reicht es schon? Wahrscheinlich noch nicht. Übrigens nicht nachmachen, ihr lieben Kinder ab 35. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Oh, noch ein ganz kleines bisschen. Machen wir einmal ein bisschen glatt. Das sieht doch gut aus. Und andere Seite. Jetzt wird es spannend. Mal gucken, ob es aufgeht. Das klang gut. Wir haben hier den Schalter, der uns die Motoren anlaufen lässt. Wir haben hier den Schalter, der die Läufe sich rotieren lässt und die Flywheels anlaufen lässt. Wir haben hier sogar einen Dartkopf irgendwie zwischengeklemmt. Warum ist hier ein Dartkopf? Ach, das ist eine Polsterung. Das ist eine Polsterung für unsere Mechanik, für den Pusher. Ha! Okay, was haben wir hier? Ein kleines Brettboard. Was ist da drauf? Man weiß es nicht, ist festgeklebt. Das sieht aus wie ein Kondensator. Und dann haben wir hier die Kabel, die zu den Motoren führen, die hier die Flywheels antreiben. Der eine Motor ist hier und der andere ist hier. Und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Das nehmen wir gleich mal raus. Und hier haben wir die Gearbox, die Darts aus dem Magazin holt. Hier mit der Rückholfeder. Genau. Okay, spannend. Dann fangen wir mit der Deckplatte an. Da haben wir hier die Batterien. Die kommen dann auf der anderen Seite hier raus, gehen dann hier in den Anschluss. Der Negativpol hat dann eine kleine Abzweigung. Der prüft nämlich, ob beide Magazine im Blaster sind. Das hat Sudo ein bisschen anders geregelt, als das Hasbro sonst immer macht. Wir haben hier diesen Metallstreifen, der sich einfach verbiegt. Und der verbiegt sich genau dann, wenn dieses Teil hier gedrückt wird durch das Magazin, und so wird dann der Schaltkreis geschlossen und der Strom kann fließen. Als wären das jetzt nicht schon genug Schrauben gewesen. Oha, was haben wir hier? Wir haben hier unseren Schalter, da gehen unsere Kabel rein, 4 Stück. Die überprüfen beide, ob Schalter 1 und Schalter 2 gedrückt ist. Dann haben wir hier die riesige Gearbox, die dafür verantwortlich ist, dass die Darts aus dem Magazin kommen. Und dann haben wir hier den Spantenteil. Hier sind die Flywheels und die Motoren drin. Und ich sehe jeweils 2 Motoren und die haben garantiert eine Doppelachse. Das schauen wir uns gleich mal an. Da kann man hier die Laschen aufmachen und dann reingucken. Der Cage sieht erstmal nicht so kompliziert aus. Zumindest sind hier weniger Motoren, als ich erwartet hatte. Eine Kleinigkeit, die Sudo sehr cool macht, sind diese Silikonstutzen. Die nehmen Teil der Vibration auf und machen das Ganze ein bisschen leiser. Die machen wir mal kurz ab, damit sie uns hier nicht verloren gehen. Eigentlich müssen wir hier nur diese Laschen öffnen, aber es wirkt ein wenig so, als wäre es verklebt. Okay, irgendwie will das hier, aber das muss doch... Was sind das hier eigentlich für Nupsis? Ach, guck mal, da sind voll viele Schrauben noch drin.
8 Stück, deswegen geht's nicht auf. Okay, mal gucken. Erstmal die Schrauben. Ja, die waren noch ein bisschen versteckt. Anfängerfehler. Ja, nicht die Schrauben gesehen. Immer auf versteckte Schrauben achten. Hasbro ist da Meister drin. Und Sudo ist offensichtlich nicht viel schlechter. So. Dom, du hast nicht alle Schrauben locker. Noch nicht. Tada, da sind sie, die Motoren. Wie gesagt, ganz schön kurzes Kabel. Und ich hatte recht, eine Doppelachse. Da haben wir jetzt die Flywheels vor uns. Die sind hier auf so einer kleinen Platine mit 2 Motoren. Aber die Größe sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Die versuche ich jetzt mal abzumachen. Ganz vorsichtig, damit uns das hier alles nicht auseinanderbricht. Ja, das ist gut. Mit der Stange wissen wir auch dann ganz genau, wie weit sie da ran können. Aha, das war nicht so optimal. Mal gucken, ob ich die rausbekomme. Da kommt sie. Die kommt zur Seite, das brauchen wir hinterher noch. Und weiter geht's mit dem zweiten Paar. Das ist jetzt unser erster Tuning-Schritt. Dafür habe ich hier die Blaster Parts Precision Flywheels. Das sind Flywheels aus der Drehbank, die sind gedreht. Der Durchmesser ist ziemlich gleich. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie passen werden. Ich werde es jetzt gleich mal einbauen. Der große Vorteil von den Teilen ist, dass sie gar keine Umwuch haben, weil sie symmetrisch gedreht sind auf einer Werkbank. Sie sind konkav geformt, wie man hier leicht sehen kann im Vergleich zu den Standard Flywheels. Bedeutet, sie geben die Energie an den Dart besser ab. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie da drauf passen. So sieht es nun aus. Die Flywheels sind drauf. Sudo hat ja eine sehr schöne Baugruppe gebaut. Wir haben hier einen Motor, der ist ein bisschen größer als die Sachen, die wir sonst gewöhnt sind. Die 130er Größe ist etwas kleiner. Vor allem gefallen mir hier diese Silikonpads. Die sind dafür da, um die Vibrationen, die beim Motor entstehen, nicht ins Gehäuse weiterzuleiten. Das heißt, das Ganze ist relativ leise. Und dann haben wir hier noch diese Gleitlager. Die sind auch im Silikon gelagert. Und die sorgen dafür, dass die Wellen nicht anfangen zu eiern. Bevor ich jetzt hier die Schrauben wieder reindrehe, teste ich mal, ob der Cage auch tatsächlich funktioniert. Dann setzen wir alles wieder zusammen. Mit den normalen Batterien funktioniert der Blaster schon mal. Ich habe jetzt noch nicht alle Schrauben reingedreht, falls ich irgendwie noch ran muss. Die Bauteile innen drin sollten zwischen 16 und 30 Volt aushalten, aber wir werden uns gleich mal rantasten. Wir legen los mit 12 Volt, die auch schon hier mit drin sind. Wir fangen an mit den Dummies. Die kommen einfach ganz normal hier so rein. Und jetzt die Akkus. Was ist ein Unterschied? Okay, das klingt schon mal anders. So, jetzt verschieße ich erstmal ein paar Testdarts. Also das fühlt sich schon anders an. Mal gucken, ob wir noch mehr rausholen können. Jetzt wird es richtig interessant. Wir setzen jetzt nämlich 6 Akkus ein und schauen mal, wie viele Darts der Blaster dann in 2 Sekunden ausspucken kann. So, einer und 2. Garstig. Okay, na dann, los geht's. Okay. Oh Mann, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Jetzt will ich aber wissen, wie viel Leistung das eigentlich gebracht hat. Also noch ein letzter Versuch. Der Kronitest. Mal gucken, wie viel Leistung drin steckt.
Wir haben jetzt hier ein Ergebnis von 79 bis 89. Das ist genau das, was wir für so einen fetten Blaster haben wollen, der so viele Darts verschießt. Also das Modding war ein voller Erfolg. Um die riesige Trommel jetzt leer zu machen, brauchen wir nur noch um die 4 Sekunden. Das ist tatsächlich die Hälfte von dem, womit wir angefangen haben. Die Hyperfire, das war ja ein sehr, sehr fixer Blaster. 3,5 Sekunden für 25 Darts. Ich glaube, das haben wir jetzt auf jeden Fall locker überboten. Kleiner Funfact, das Magazin passt auch super hier rein. Ich glaube, mit der Dartstorm werden wir hier noch unseren Spaß haben. Wir sehen uns im nächsten Video.